Na, das sieht doch mal gut aus. Zum Reinbeißen. Jetzt erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir machen einen wahnsinnig leckeren Auflauf. Und für diesen Auflauf bereiten wir erstmal die ganzen Sachen vor, wie zum Beispiel den Speck. Den befreien wir von der Schwarte und schneiden den in Streifen. Weiter geht's mit dem Knoblauch, den schneiden wir auch klein. Und auch noch 2 Zwiebeln. Ja, was auch nicht fehlen darf, ist zum Beispiel 2 Mozzarella-Kugeln. Und so einen richtig leckeren Rosenkohl. Das ist einer der Hauptzutaten heute. Ja, den Rosenkohl, den kochen wir vor in Salzwasser. Ja, das mache ich immer, damit der Rosenkohl schön Salz aufnehmen kann. Und dann wetten wir uns auch schon mal den Speck zu. Und da geben wir schon mal die Schwarte in die Pfanne rein, wenn die sich erhitzt. Ein paar Minuten später folgt dann der restliche Speck. Nachher später, für den Auflauf, entfernen wir dann die Schwarte. Wäre natürlich jetzt super, wenn der Speck sein Fett auslassen würde, weil in diesem Fett braten wir jetzt Champignons an. Da das Ganze ja schon salzig ist vom Speck, müssen wir das gar nicht richtig salzen, weil die Champignons werden das Fett aufsaugen. Also nur ein bisschen Salz verwenden. Gut, die Pilze haben jetzt ein bisschen Farbe angenommen, jetzt kommen sie raus, weil sie haben nachher noch ein bisschen mehr Zeit zum Durchgaren. Und in der Pfanne nehmen wir jetzt dann die Zwiebeln und die braten wir jetzt auch kurz an, damit sie schöne Röstaromen bilden können. Und auch die, wenn sie ein bisschen Farbe angenommen haben, nehmen wir wieder raus aus der Pfanne und in die Pfanne geben wir dann den Rosenkohl hinzu. So einen angebratenen Rosenkohl, der schmeckt unglaublich lecker. Ich stehe da sowas von drauf. Ja, und damit sich auch da Röstaromen bilden, geben wir auch noch ein bisschen Öl in die Pfanne. Salz müssen wir keinen hinzugeben. Wie gesagt, das Wasser hat ja vorhin schon genügend Salz dabei gehabt. Und dieses Salzwasser ist in die Rosenkohlröschen eingesogen worden. Und weiter geht's mit der Vorbereitung. Dann hacken wir ein bisschen Cheddar-Käse klein und auch Petersilie. Und das ist die letzte Petersilie von meinem Hochbeet. Das ist jetzt komplett leer und abgeerntet. Mittlerweile wäre es jetzt auch super, den Ofen auf 210 Grad Ober- und Unterhitze vorzuheizen, weil jetzt bereiten wir die Auflaufform vor. Da geben wir jetzt alles, was wir so vorbereitet haben an Gemüse und Käse und etc. alles hinein und verteilen das schön. Als Abschluss kommt natürlich oben dann der Käse, der Mozzarella-Käse und der Cheddar-Käse und obendrauf noch die Petersilie.
Als krönenden Abschluss pfeffere ich das Ganze noch richtig kräftig, weil ich möchte maximalen Geschmack in dem Auflauf haben. Aber jetzt ab damit den Ofen für 20 Minuten bei 210 Grad Ober- und Unterhitze. Wir schieben dabei den Auflauf in die obere Hälfte hinein, weil wir wollen ja auch, dass er oben knusprig wird. Dann holen wir ihn wieder raus und dann können wir ihn auch schon probieren. Und schaut mal, wie schön der Käse Fäden zieht. Genauso stelle ich mir das vor. Also, ich schlage vor, ihr macht mal diesen schönen Auflauf nach und berichtet mir, wie es geworden ist. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund und bleibt am Ball.